Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit einem Überblick über das Universalmessgerät PeakTech 1700. Dieses Messgerät ist mir vom Hersteller für dieses Video zur Verfügung gestellt worden. Herzlichen Dank dafür. Ich werde mich aber trotzdem kritisch mit diesem Gerät in diesem Video und auch in weiteren Videos auseinandersetzen. In diesem Video gibt es nur einen Überblick über den Lieferumfang und die Messmöglichkeiten. Wir sehen, es handelt sich um ein Messgerät mit einer offenen Stromzange. Damit sind Wechselstrommessungen bis zu 200 Ampere möglich. Außerdem gibt es einen Messbereich für Widerstände, eine akustische Durchgangsprüfung, man kann sogar Kapazitäten messen und auch Dioden messen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, Wechsel- und Gleichspannung zu messen. Und es gibt einen weiteren Messmodus für Wechsel- und Gleichspannung, der mit Load Z beschriftet ist. Wenn ich in diesem Modus messe, hat das Messgerät einen geringen Innenwiderstand. Das ist ja bei Spannungsmessungen zunächst mal nicht erwünscht. Dadurch werden aber sogenannte Phantomspannungen vermieden. Das heißt, eingestrahlte Spannungen, die in der Digitalanzeige zu kleinen Messwerten führen, werden dadurch unterdrückt, dass eben das Messgerät dann schon eine gewisse Belastung für die Spannungsquelle darstellt. Nicht vergessen sollte ich den NCV-Detektor, der sich hier oben befindet. Das heißt, kontaktlos werde ich messen können, wenn sich eine Spannung gegenüber Erde in der Nähe dieser beiden Kontakte befindet. Dann leuchtet eine kleine LED an dieser Stelle auf. Wir sehen hier noch zwei weitere Tasten für Mode und für Max-Min. Das heißt, man kann in einem Messzyklus Maximal- und Minimal-Messwerte erfassen. Wir sehen hier unten die beiden Anschlussstellen für die Messleitungen. Die beiden fingersicheren Leitungen sind mitgeliefert. Und man kann die Messspitzen, die ebenfalls mitgeliefert wurden, hier hinten in das Messgerät sehr gut hineinschieben, sodass die nicht verloren gehen. Weiterhin ist auch eine kleine Tasche mitgeliefert worden. Die ist nicht allzu luxuriös, aber sie dient ihrem Zweck. Es sind außerdem zwei Blätter beigelegt worden, die jeweils nachweisen, dass das Gerät werksseitig kalibriert worden ist. Recht schwach finde ich tatsächlich die Bedienungsanleitung, die hier mitgeliefert wird. Diese kleine Anleitung enthält schon zwei Sprachen, nämlich Deutsch und Englisch. Man befasst sich hier tatsächlich nur sehr grob mit den einzelnen Messungen. Wir sehen, haben es gerade gehört, das Messgerät hat abgeschaltet nach einer gewissen Zeit, in dem es nicht genutzt worden ist. Hier hinten sehen wir noch ein Blatt mit technischen Daten für die einzelnen Messungen. Das ist natürlich recht gut gemacht. Da kann ich dann die einzelnen Werte für die einzelnen Messbereiche ablesen. Ja, soweit der Überblick zu diesem Messgerät. Wie gesagt, ich werde in weiteren Videos mich mit den einzelnen Messungen befassen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen bis hierhin gut gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.